Wir haben herausgefunden, dass etwa 70% der Befragten Substanzen nehmen, um ihre Leistung zu steigern. Das heißt Konzentration, Merkfähigkeit und andere kognitive Funktionen. Ja, Menschen haben eigentlich schon immer versucht, ihre Leistung in irgendeiner Form zu steigern. Ganz viele Technologien sind eigentlich ein Beweis dafür, dass Menschen versuchen, immer ihre Leistung irgendwie zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Das Phänomen, was wir jetzt betrachten, ist auch eins von diesen Phänomenen. Also Menschen versuchen jetzt mittels Stimulantien zum Beispiel ihre Konzentration zu steigern, ihre Merkfähigkeit, ihre Aufmerksamkeit. Teilweise machen sie das aber auch nur in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Es ist nicht zwangsläufig so, dass man das, was man schluckt, auch wirklich dann am Ende merkt, im Sinne von einer Leistungssteigerung. Also erste Diskussionen zu dem Thema fangen mit dem Thema Honig an. Also Menschen haben, ich glaube, um sportliche Leistungen zu bringen oder höhere Leistungen zu bringen, haben sie Honig oder honigähnliche Substanzen genommen, um sich zu dopen in einer gewissen Weise. Jetzt bei unserem Thema Cognitive Enhancement, da geht es häufig um zum Beispiel Koffein, aber auch Tein kann zum Beispiel schon die Leistung fördern. Es geht aber hin bis zu Kokain oder anderen, auch illegalen Substanzen. Wir sehen auf jeden Fall, dass sowas wie Statusstreben, aber auch Statusangst und Wettbewerb alle zusammen die Einnahmebereitschaft beeinflussen. Das heißt, das ist schon mal ein Phänomen, dass Menschen aufgrund dieser drei Phänomene bereit sind, auch Risiken in Kauf zu nehmen, Gesundheitsrisiken in Kauf zu nehmen. Und das ist natürlich ein Problem, dass sie aufgrund von externen Zwängen sich dazu genötigt fühlen, teilweise Mittel einzunehmen, die ihre Gesundheit mittelfristig oder langfristig beeinträchtigen kann. Es gibt ja einige Berufsfelder, wo es einen erhöhten Stress gibt und einen erhöhten Druck, gut abzuliefern. Ärztinnen und Ärzte sind zum Beispiel so ein Beruf. Und wir wollten zum Beispiel wissen, wie bewerten Menschen das, wenn ein Arzt oder eine Ärztin vor einer OP sowas nimmt. Und da haben wir herausgefunden, dass es moralisch als sehr negativ bewertet wird und dass auch die Bereitschaft senkt, sich von so einer Person behandeln zu lassen. Also es gibt einige Studien mittlerweile, die auch untersuchen, wie wirken eigentlich diese Mittel bei gesunden Menschen. Dann ist ja eigentlich die wichtige Frage, die wurden ja eigentlich für Menschen zur Behandlung zum Beispiel von ADHS oder Demenz entwickelt. Und die Frage ist, wie wirkt sich das bei gesunden Menschen aus? Und da gibt es einige Studien, die zeigen, das hat eigentlich nicht den erwünschten Effekt. Andere Studien zeigen, dass es eher so mittlere Effekte gibt. Das heißt, dass die Leute, die das nehmen, die überschätzen eigentlich häufig das, was die Substanz eigentlich wirklich können.